Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Neugründung der Zweiten Polnischen Republik Rzeczpospolita 1919 entstand auch die erste polnische Armee in über 100 Jahren. Diese wurde 1937 umfangreich modernisiert, nachdem sie vorher meist auf französische, russische und deutsche Armeebestände der Vorkriegszeit zurückgreifen musste. Der hier gezeigte Feldwebel der polnischen Infanterie trägt eben jene Uniform, welche zwischen 1936 und 1937 eingeführt wurde. Diese besteht aus der Feldbluse Bluza Sukieanna Wzór 1936, welche über einem weißen Leinenhemd mit hohem Rundkragen getragen wird. Am Kragen befinden sich die Kragenspiegel Patki M1936, welche ihn unverkennbar als Unteroffizier (Podofficer) kennzeichnen. Blau steht dabei für die Infanterie und die Dicke der Silberschnur zeigt die Dienstgradgruppe an. Auf den Schulterklappen der Uniform ist in den Nationalfarben Rot und Weiß der Dienstgrad des Sierżant (Feldwebel) abzulesen. Auf jedem Uniformknopf der Feldbluse ist der polnische Adler zu erkennen. Die Koppelhaken sind bereits in der Bluse fest eingearbeitet. Auf dem Kopf trägt er die ikonische Rogatywka der polnischen Armee, wie sie bis heute in abgewandelter Form getragen wird. Charakteristisch für diese ist die Quadratform mit den Spitzen zu den Seiten, nach vorne und nach hinten. Hier zu sehen ist die Ausführung für Mannschaften und Unteroffiziere. Der anfangs weit verbreitete französische Adrian-Helm wurde ab 1931 immer mehr durch den polnischen Helm M31 ersetzt. Dieser wurde mit einem Rautarn aus Korkstücken versehen, welcher ihm in Kombination mit seiner olivgrünen Farbe den Spitznamen Salamander einbrachte. Als Hose kommen die Spodnie Polowe M1936 zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine einfache Spitzbundhose mit 2 Taschen an der Vorderseite. Diese wird entweder mit Schaftstiefeln oder meist, wie hier gezeigt, mit Wickelgamaschen, Owinki und Schnürschuhen getragen. Diese Trzewiki M31 besitzen eine mit Rundkopfnägeln beschlagene Ledersohle und einen beschlagenen Absatz. Der Eindorn-Koppelriemen M36 wird in die in der Feldbluse eingenähten Koppelhaken eingehängt und besitzt 2 D-Ringe als Aufnahme für einen Säbel. Am Koppelriemen finden 2 Dreifachtaschen für Ladestreifen Wadowniczka Polska Trójkomorowa M22, welche insgesamt 60 Schuss fassen, ihren Platz. Auf der linken Gesäßhälfte findet der Spaten mit Spatentasche Platz. Direkt daneben befindet sich das Seitengewehr M29, welches aufgepflanzt das Gewehr des Soldaten in eine effektive Nahkampfwaffe verwandelt. Bei dem hier gezeigten Gewehr handelt es sich um ein deutsches G98, welches später die Grundlage für polnische Ordonnanzwaffen wie das Karabinek M1929 bildete und fasste 5 Schuss 8x57 mm Infanteriespitz. Auf der rechten Gesäßhälfte befindet sich der Brotbeutel Chlebak M33, welcher über die Schulter getragen und in den Riemen eingehakt wird. Über die andere Schulter trägt der hier gezeigte Feldwebel ein Holster für die Pistolett Wyss M35 im Kaliber 9x19 mm. Diese war vor allem für ihre hochwertige Verarbeitung und Zuverlässigkeit bekannt und wurde auch später unter deutscher Besatzung als Pistole 35P weiterproduziert. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.